Ich bin Theresa Brückner, ich bin Christin und Pfarrerin, und zwar in Berlin im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg, und ich arbeite hier mit einem Schwerpunkt im Digitalen, nämlich im Bereich vom digitalen Raum und gerade auf Social Media. Das Christentum und mein Glaube als Christin ist für mich persönlich wie ein Zuhause. Ich bin damit aufgewachsen, irgendwann habe ich gemerkt, ich muss es nochmal für mich neu finden. Ich habe mich dafür selbst entschieden dann und habe geguckt, wo in diesem Glauben bin ich zu Hause, und habe gefunden, dass Gott für mich einfach eine Person ist, die immer da ist. Ich kann Gott immer und überall begegnen, egal ob ich in der Natur bin oder ob ich in eine Kirche gehe, egal wo auf der Welt. Das ist immer verbunden mit Gott für mich. Und das gibt mir ein Gefühl von, ich habe immer ein Stück zu Hause bei mir durch meinen Glauben. Also im Alltag sind klassische Rituale, die ich als Christin immer wieder habe, das Gebet. Und für mich ist Gebet was ganz fluide ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin den ganzen Tag im Gebet und im Gespräch mit Gott. Weil ich finde, das hat nichts damit zu tun, dass man explizit sich dafür nur bewusst Zeit nimmt, sondern ich lasse eben viele Gedanken bei Gott, auch meinen Frust, auch den Ärger, auch Dinge, die mich wirklich doll belasten, und auch die schönen Dinge. Und ich finde, das passiert für mich, gerade wenn ich in Situationen bin, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich sonst gerade sehr alleine, einfach regelmäßig im Alltag immer wieder. Und ein anderes Beispiel ist auch, dass ich gerade mit den Kindern Tischgebete regelmäßig eben auch spreche. Oder wir singen was, oder auch die Lieder, die wir zum Teil hören zu Hause oder die gerade das Kind aus der Kita mitbringt, das sind eben christlich geprägte Lieder. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Sache, die ich schon als Kind erlebt habe und wo ich auch dankbar bin, dass meine Kinder das jetzt selbst erleben. Also in Deutschland als Christin unterwegs zu sein, ist natürlich immer damit verbunden, dass man sich irgendwie rechtfertigen muss dafür, dass man überhaupt religiös ist. Ich glaube, das ist in jeder Religion so. Und gerade für mich als Pfarrerin ist es nochmal so, dass ich natürlich automatisch für diese Institution stehe. Und das heißt, ich stehe auch mit dafür, dass diese Institution Fehler gemacht hat in den letzten Jahren. Und genau deshalb setze ich mich immer wieder dafür ein, dass diese Fehler klar bekannt und benannt werden und dass wir uns um Aufarbeit bemühen, und zwar auch um ehrliche und nicht nur so um angesagte, sondern um ehrliche Aufarbeitung. Und das bedeutet eben für mich auch Christentum. Das heißt, es geht um Versöhnung, es geht um klares Benennen, und es geht darum, bestimmte Dinge aufzuarbeiten und da eben auch klar zu sagen, das ist nicht meine Religion, denn mein Christentum ist eins, was sich anders verhält, als es zum Teil die letzten Jahrhunderte passiert ist.